Beim Training von Oktavsprüngen kommt man oft an den Punkt, dass man den Zielton mit Druck oder viel Kraft erreichen möchte. Man drückt sein Mundstück gegen die Lippen, beziehungsweise man presst viel Luft durch die Trompete und das Resultat ist dann immer, dass der Ton oben entweder zu hoch wird oder er knallt einfach richtig raus. Das heißt, er ist lauter als unser Ausgangston. Beim Training deiner Oktavsprünge ist es ratsam, zum Beispiel unten im Ausgang dann ein Forte zu spielen, zum Beispiel auf G1, meinetwegen auch mit einem rhythmischen Motiv. Ich mache das gerne mit diesem Yam Badam und dann oben Yam Badam Ba. Eine Stufe leiser, Yam Badam Ba, damit man einfach dem entgegenarbeitet, dass man drückt und richtig mit der Luft in die Trompete reinhackt. Deswegen ist es immer sinnvoll, das Ganze zum Beispiel mit einem rhythmischen Motiv am Anfang zu machen und oben dann die Lautstärke etwas rauszunehmen. Eine Übung hierfür wäre zum Beispiel: So kann man letztendlich trainieren. Es geht natürlich nicht darum, dass man jetzt möglichst hoch spielt, bis zum F3 und noch drüber hinaus, sondern es ist einfach nur mal zur Veranschaulichung, dass man eigentlich diese Oktave sehr, sehr gut im Ohr hat und diese Oktavsprünge auch gleich dazu nutzen kann, zum Beispiel Höhentraining zu machen. Man kann natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise, in chromatischen Schritten nach oben bzw. tonleiterartig, aber auch ideale Intervalle, die man sehr, sehr gut im Ohr hat, wie zum Beispiel eine reine Quarte nach oben oder eben die Oktave. Auch die kann man dafür benutzen. Aber pass auf, dass du nicht zu stark drückst und mit der Luft hackst. Wie gerade eben gezeigt, mach oben immer eine Lautstärkenstufe leiser. Yam badam ba, yam badam ba, yam badam ba, yam badam ba. Und dann bist du oben auch nicht ruckizucki fertig. Die Lautstärke ist auch so ein entscheidender Faktor, denn umso lauter wir spielen, umso belastender ist es letztendlich für unser Lippenmaterial. Das heißt, nicht an der Stelle draufhauen, sondern ganz im Gegenteil, löse es mit deiner Ansatztechnik, mit deiner Muskulatur und du wirst bemerken, dass es wesentlich ausdauernder wird, dein Trompete spielen, vor allem auch dann, wenn du immer nach oben gehen musst und letztendlich dadurch ja auch etwas mehr Belastung hast als zum Beispiel ein zweiter oder ein dritter Trompeter im Satz. So kannst du es trainieren und letztendlich ein gutes Gefühl dafür entwickeln. Passe diese Übung an deine Leistungsfähigkeit an, das heißt immer etwas tiefer starten oder eben höher starten, ganz individuell und dann kannst du letztendlich den nächsten Schritt in deiner trompeterischen Entwicklung gehen. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.